Hart ist das Leben an der Küste, ne? Und diese Erfahrung haben wir leider schon öfters gemacht. Unser Apartment ist kaputt, ne? Mehrere Jahrzehnte lang war Conny Reimann ein Sinnbild für ungezügelte Freiheit und uneingeschränkte Entdeckungsreisen. Er war Millionen von Menschen als Deutschlands beliebtester TV-Auswanderer bekannt. Und der texanische Einwanderer, der Flanellhemden trug, verschaffte sich eine treue Fangemeinde, indem er einen netzunabhängigen Lebensstil pflegte, einen freundlichen Sinn für Humor hatte und eine sachliche Herangehensweise pflegte. Doch im Alter von 69 Jahren tat Conny Reimann etwas, womit niemand gerechnet hatte. Er brach sein Schweigen und die Enthüllungen, die er machte, schlugen Wellen in der ganzen Welt. Bevor wir enthüllen, was Conny schließlich gestanden hat, möchten wir Sie fragen, vermerken Sie eine 1, wenn Sie Connys Abenteuer immer noch verfolgen, oder eine 0, wenn Sie dachten, er hätte sich zur Ruhe gesetzt. Denn was sich hinter den Kulissen abspielt, hat niemand kommen sehen. Wenn die Stille vor dem Sturm kommt. Nach seinem letzten Fernsehauftritt war Conny Reimann seit über 5 Jahren nicht mehr in einer größeren Sendung zu sehen. Seitdem war er nicht mehr im Fernsehen zu sehen. Die Fans waren sich seiner Abwesenheit bewusst und spekulierten über die Möglichkeit, dass er sich für immer zurückgezogen hatte. Sie haben ihre Bedenken nicht geäußert. Wie ging es weiter? Obwohl er regelmäßig in den sozialen Medien über seine Interessen berichtete, wie über die Arbeit auf seinem Anwesen auf Hawaii oder über ruhige Stunden mit seiner Frau Manu, hielt sich Conny über sein Leben abseits der Öffentlichkeit bedeckt. Er gab keine Informationen über sein Privatleben preis. Er war immer auf seine eigene Art und Weise offen gewesen und hatte nur Bruchstücke aus seinem Leben preisgegeben, aber nie wirklich alles. Das war von Anfang an der Fall gewesen. Aus diesem Grund war die schockierende Enthüllung, die er Anfang des Jahres 2025 machte, noch viel schockierender, schockierender, als sie ohnehin schon war. Es ist Zeit zu reden, war der Titel eines Videos, das Conny an einem kühlen Morgen im März auf seinem offiziellen YouTube-Account einstellte. Das Video wurde auf YouTube hochgeladen. Innerhalb kürzester Zeit wurde es von Millionen von Menschen angesehen. Während Conny auf der Veranda seines hawaiianischen Bungalows sitzt und dem Rauschen der pazifischen Luft hinter sich lauscht, blickt er direkt in die Kamera. Am Anfang des Videos, nachdem eine beträchtliche Zeit vergangen war, sprach er schließlich: Im Laufe meines Lebens habe ich geschuftet, entwickelt und mich bemüht, etwas zu schaffen, das nur mir gehört. Ich habe dies mit großer Sorgfalt und Liebe zum Detail getan. Dennoch ist für mich der Moment gekommen, eine Erklärung abzugeben, vor allem, wenn ich bedenke, dass ich bereits übermäßig viel Zeit mit meiner Rumtrage verbracht habe. Eine sehr persönliche Erkenntnis ergab sich aus dem, was danach geschah. Conny erkannte, dass er an einer einzigartigen Form von chronischer Krankheit litt, die jahrelang nicht diagnostiziert worden war. Er litt nicht nur unter Schmerzen und Erschöpfung, sondern auch unter emotionalen Ängsten, die durch diese Krankheit ausgelöst worden waren. Ich dachte immer, ich könnte alles verarbeiten, sagte er, aber es gab Zeiten, da hatte ich Angst, am nächsten Tag nicht mehr aufzuwachen. Er meinte, dass er die Fähigkeit hatte, alles zu verarbeiten. Er war in der Lage, alles zu verarbeiten. Er verriet, dass dies einer der Gründe war, warum er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, nicht um sich selbst die Möglichkeit zu geben, sich zu entspannen, sondern um sein eigenes Überleben zu sichern. Seine zitternde Stimme war kein Zeichen mangelnder Kraft, sondern vielmehr Ausdruck der erdrückenden Schwere seiner Verletzlichkeit, die er erlebte. Es war beunruhigend zu sehen, dass jemand, der so fest mit Stoizismus und Stärke verbunden war, so offen und ehrlich mit seinen Gefühlen umging. Conny schwelgte in Erinnerungen an seine Jugend, erzählte, wie er in Hamburg aufgewachsen ist, wie er das Tischlerhandwerk erlernte und wie er immer davon geträumt hatte, ein Leben in Freiheit zu führen. Er fuhr fort, dass er sich immer auf ein Leben in Unabhängigkeit gefreut habe. Im Jahr 2004
wanderten er und Manu in die Vereinigten Staaten aus und brachten nicht viel mehr als den Wunsch und eine harte Arbeitsmoral mit. Er wurde von Manu begleitet. Die Ereignisse, die sich dort abspielten, sind legendär. Hütten, die in Handarbeit aus Holzresten gebaut wurden, Fernsehsendungen, die ihr Leben aufzeichneten, und Zuschauer, die von der Echtheit der Situation fasziniert waren. Er gab jedoch zu, dass der Grund für die Ausgaben ein echter war. »Ich habe alles für diesen Traum gegeben«, sagte Conny in seiner Rede. »Ich empfinde auch keine Gewissensbisse. Andererseits habe ich mir nie die Frage gestellt, zu welchem Preis.« Er behauptete, dass er trotz seiner Krankheit durchhalten konnte, weil er Angst hatte, diejenigen zu enttäuschen, die zu ihm aufschauten. Doch im Alter von 69 Jahren änderte sich etwas. Er war in der Lage, seine Krankheit zu überwinden. Mir wurde klar, dass es mich nicht mehr lange geben wird, wenn ich weiterhin so tue, als sei ich unschlagbar. Ich will mein Leben mit Integrität leben, nicht nur um zu überleben. Ich will mein Leben in vollen Zügen genießen. Das Video wurde von Medien aus der ganzen Welt aufgegriffen, auch in Deutschland und den Vereinigten Staaten. Die folgenden Schlagzeilen wurden in mehreren Medien veröffentlicht. Reimanns aufrichtiges Geständnis. Nationalheld offenbart versteckten Kampf und Fans scharen sich um Conny Reimann. Es gab eine Vielzahl von Solidaritätsbekundungen. Es gab Menschen, die etwas zu sagen hatten, darunter Politiker, Prominente und normale Fans. Das Video, das Conny geteilt hatte, war zu einem Aufruf für Authentizität und Durchhaltevermögen geworden und war damit mehr als nur ein Bekenntnis. Manu, die nie von seiner Seite gewichen ist, schrieb ihre eigene Unterstützungsbotschaft ins Internet, die wie folgt lautete: »Mein Conny war schon immer stark, aber heute bin ich am stolzesten auf ihn. Es sind nicht nur die Muskeln oder die schwieligen Hände, die die Stärke ausmachen. Dies ist in gutem Glauben.« Nach dem Geständnis machte Conny eine noch schockierendere Enthüllung. Er teilte mit, dass er die Veröffentlichung eines Buches plane. Dieses Buch soll keine Anleitung zum Selbermachen sein, sondern eher eine Biografie. In einem späteren Video sah man ihn kichernd sagen, es geht nicht um Nägel und Hämmer, sondern um die Dinge, die man nicht mit Holz bauen kann, wie Vertrauen, Liebe und Identität. Er bezog sich auf die Dinge, die man nicht mit Holz bauen kann. Darüber hinaus kündigte er die Gründung einer neuen Wohltätigkeitsorganisation an, die den Namen Reimann Stiftung für Arbeit und Wohlbefinden tragen wird. Diese Wohltätigkeitsorganisation wurde mit der Absicht gegründet, Handwerkern zu helfen, die mit Herausforderungen im Zusammenhang mit ihrer psychischen Gesundheit oder chronischen Krankheiten zu kämpfen haben. Der folgende Kommentar stammt von Conny. Wir müssen aufhören, so zu tun, als ob Härte ein Zeichen von Ruhe wäre. In den folgenden Monaten setzte Conny seine öffentlichen Auftritte fort, aber diesmal nicht mit dem Ziel, Häuser zu bauen, sondern mit der Absicht, Verständnis zu wecken. Er gab nicht nur Interviews, um sein Buch zu verkaufen, sondern auch, um ernsthafte Gespräche über das Älterwerden, Männlichkeit, Krankheit und die Bedeutung des Älterwerdens in einer Gesellschaft zu führen, die der Jugend einen hohen Stellenwert einräumt. Bei einem ausverkauften Konzert in Berlin fragte ihn ein Zuhörer, welchen Rat er seinem jüngeren Ich geben würde, wenn er in der Zeit zurückgehen und etwas ändern könnte. Eine Zeit lang ruhte Conny. Zuerst gab es ein Grinsen. Es ist wichtig, dass Sie sich um sich selbst genauso kümmern, wie Sie sich um Ihre Instrumente kümmern würden. Wenn Sie nicht in der Lage sind, die Arbeit zu Ende zu bringen, wird sich das negativ auf das gesamte Projekt auswirken. Als Conny Reimann 69 Jahre alt wurde, hatte er seine Karriere über den Beruf des Hausbauers hinaus erweitert. Die Menschen um ihn herum entwickelten durch seinen Einfluss ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, des Mitgefühls und der Furchtlosigkeit. Für die Dinge, die er mit seinen Händen zu schaffen vermochte, hatte er die Bewunderung der ganzen Welt auf sich gezogen. Sie hatte den Punkt erreicht, an dem sie ihn für die Dinge bewunderte, die er den Mut hatte, aus seinem Herzen zu sprechen.
Conny bedauerte nichts. Als er an jenem Morgen über das Meer blickte, als er den Film drehte, der später berühmt werden sollte. Konkret sagte er, im Leben geht es nicht darum, wie hoch die Mauern sind, sondern darum, wie offen die Türen sein können. Die Reise, die Conny Reimann unternahm, um 69 Jahre alt zu werden. Die faszinierende und spannende Reise von Conny Reimann begann schon lange vor dem Ausbruch seines jüngsten medizinischen Problems. Der 1955 als Konrad Reimann geborene Deutsche Handwerker hat sich zu einer bekannten Persönlichkeit in der Welt des Fernsehens entwickelt. Er ist bekannt für seine Arbeit im Bereich des Fernsehens. Connys Geschichte beginnt in Hamburg, wo er als Elektriker arbeitete, bis er die Entscheidung traf, auszuwandern, was sein Leben für immer verändern sollte. Diese Entscheidung sollte sein Leben für immer verändern. Das Jahr 2004 markierte den Beginn seiner Suche nach dem amerikanischen Traum, den er durch die Übersiedlung seiner Familie über den Atlantik zu verwirklichen begann. Dieses Abenteuer begann 2004 Reimann, damals 49 Jahre alt, begab sich auf seine wichtigste Reise, die ihn dazu zwang, die vertraute Landschaft Deutschlands hinter sich zu lassen. Texas, ein riesiger und faszinierender Staat, war das Ziel seiner Reise. Für die Familie Reimann war es eine Herausforderung, sich auf die neue Routine einzustellen, die eingeführt worden war. Der Prozess der Anpassung an die amerikanische Gesellschaft unter Beibehaltung ihrer deutschen Herkunft war für sie mit großen Schwierigkeiten verbunden. Connys ausgeprägter Optimismus und seine Can-Do-Einstellung waren sehr hilfreich, um die anfänglichen Hürden zu überwinden, auch wenn sie ziemlich schwierig waren. Seine eigentümliche Einstellung, in der sich eine geradlinige deutsche Arbeitsmoral mit einer neu entdeckten amerikanischen Unternehmermentalität mischte, begann schon kurz nach seiner Rückkehr aus den Vereinigten Staaten das Interesse des Fernsehpublikums in seinem Heimatland zu wecken. Conny errichtete im Bundesstaat Texas eine Insel, die von seinen Anhängern liebevoll Coney Island genannt wurde. Auf dem insgesamt 743 Quadratmeter großen Grundstück steht ein beeindruckender Leuchtturm. Dieses einzigartige Anwesen diente als Kulisse für einen großen Teil seines kometenhaften Aufstiegs zur Fernsehpopularität, bei dem die Kameras die Bemühungen der Familie um Integration in die amerikanische Gesellschaft dokumentierten. Die Fernsehkarriere dieses Menschen wuchs durch seine Teilnahme an 84 Folgen von Extra, das RTL-Magazin, und als Stammgast bei Goodbye Deutschland. Die Auswanderer. Durch diese Auftritte wurde Conny vom obskuren Auswanderer zum berühmtesten Auswanderer Deutschlands. Beobachter waren fasziniert von seiner Aufrichtigkeit, als sie sahen, wie er kulturelle Barrieren überwand und gleichzeitig seinen amerikanischen Traum von Grund auf aufbaute. Nach der erfolgreichen Installation in Texas begaben sich die Reimanns auf eine Reise, um eine noch aufregendere Erfahrung zu machen. Als Conny und seine Frau Manuela 60 Jahre alt waren, fassten sie den Entschluss, auf die Insel Oahu im Bundesstaat Hawaii umzusiedeln. Sowohl die urbane Landschaft Hamburgs als auch die weiten Ebenen von Texas unterschieden sich auffallend von diesem tropischen Paradies, das einen bemerkenswerten Kontrast zu beiden bot. Die beiden Personen setzten ihr Muster, spektakuläre Villen zu bauen, fort, indem sie eine weitere, atemberaubende Residenz auf Hawaii errichteten. Sie nannten diese Residenz Coney Island 3, weil die Fans so begeistert von ihr waren. Zeitgleich mit dem Umzug fand auch ein Rebranding ihrer Fernsehpräsenz statt. Sie machten Willkommen bei den Reimanns zu ihrem neuen Aushängeschild, das trotz schwankender Einschaltquoten auch im Jahr 2024 noch eine beachtliche Einschaltquote von rund 0,71 Millionen Menschen erreichte. Obwohl er schon fast 69 Jahre alt war, bewies Conny sein Leben lang eine unglaubliche Energie und Abenteuerlust. Im Laufe von 20 Jahren zeigte er weiterhin die gleiche intensive Begeisterung, mit der er die Aufmerksamkeit des deutschen Fernsehpublikums auf sich gezogen hatte.
Das Zirkusereignis, das ihn in einer Weise herausforderte, wie er es sich nicht vorgestellt hatte, wurde schließlich durch diese waghalsige Haltung herbeigeführt, die zwar nützlich war, aber letztlich zu dem Vorfall führte. Der schreckliche Vorfall, der alles verändert hat. Wie sich herausstellte, erlitt der damals 69-jährige Reality-TV-Star einen medizinischen Notfall, während er eigentlich einen fröhlichen Zirkusbesuch machen wollte. Zum Leidwesen der Reality-TV-Persönlichkeit entpuppte sich dieser Unterhaltungsabend als völliger Reinfall. Dieser Vorfall zeigt, wie schnell der Wagemut von Conny Reimann, der ihn für Millionen von Menschen so sympathisch macht, zu unvorhergesehenen Ereignissen führen kann. Conny und seine Frau Manuela waren vor nicht allzu langer Zeit zu Besuch in Hamburg, wo sie eine Zirkusnummer sahen, die ihre Pläne entscheidend verändern sollte. Conny, der ständig auf der Suche nach neuen und aufregenden Erfahrungen ist, wandte sich an den Zirkusbesitzer mit einer ungewöhnlichen Bitte. Er wollte das Trapez selbst ausprobieren. Conny und der Zirkusbesitzer waren beide in der Pause anwesend. In Anbetracht der Tatsache, dass er in der Vergangenheit bereits Sport getrieben hatte, wurde seine Bitte berücksichtigt und erfüllt. Die Dinge entwickelten sich zunächst so, wie man es die ganze Zeit erwartet hatte. Als Conny den Punkt erreicht hatte, an dem er eine Reihe von Kunststücken, die er hoch über dem Boden vollbracht hatte, erfolgreich ausführen konnte, ließ er sich in das darunter befindliche Sicherheitsnetz hinab. Sein Rückzug aus dem Sicherheitsnetz war jedoch der Moment, in dem das eigentliche Problem auftrat. Beim Versuch, einen eleganten Absprung mit Überschlag vom Rand des engen Sicherheitsnetzes auszuführen, verhedderte sich sein rechter Zeigefinger hoffnungslos im Netz. Er konnte den Absprung nicht vollenden. Die Katastrophe ereignete sich genau in diesem Augenblick. Die unmittelbare Folge davon war, dass der Schaden tiefgreifend und anschaulich war. Alles, was Fleisch war, hing herunter, stellte Conny fest, nachdem einige Zeit vergangen war. Es war ein schrecklicher Anblick. Durch das zerrissene Gewebe konnte man freiliegende Knochen sehen, denn er hatte einen Bruch an dem Gelenk seines Fingers erlitten, das am oberflächlichsten war. Er beschrieb das unangenehme Ereignis, das sich gerade ereignet hatte, mit den Worten: Nur der Knochen ragte heraus, was eine Beschreibung der Situation war. Bis in die frühen Morgenstunden musste sich Conny einem dringenden chirurgischen Eingriff unterziehen, der viele Stunden dauerte. Schon bald nach dem Vorfall wurde er zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Um seinen verletzten Finger zu fixieren, arbeiteten die Mediziner fast 2 Stunden lang unermüdlich, schraubten und nagelten und bohrten, um die notwendigen Reparaturen vorzunehmen. Die Mediziner setzten Metallstifte ein, um den gebrochenen Knochen zu reparieren. Außerdem wurde die Haut, die teilweise gerissen war, wieder angenäht und das stark geschädigte Gewebe behandelt. Nachdem einige Zeit vergangen war, bedankte sich Conny aufrichtig bei dem Operationsteam, das bis 4 Uhr morgens gearbeitet hatte, um seinen Finger zu retten. Eine Woche nach dem Eingriff kehrte Conny mit einer immer noch stark bandagierten Hand in sein Haus auf Hawaii zurück. Er hatte die Woche zuvor im Krankenhaus verbracht. Der einst flinke Finger, der nun mit Stahlstiften verstärkt war, hatte einen erheblichen Einfluss auf seine Fähigkeit, die regelmäßigen Projekte rund um Coney Island 3 zu beenden. Der Handwerker brauchte nun viel mehr Geduld und Flexibilität, um Aufgaben zu erledigen, die er zuvor mit relativer Leichtigkeit erledigt hatte. Ein Mensch, dessen Identität seit langem stark mit seinen Fähigkeiten als Bau- und Handwerker verbunden ist, stand vor einer großen Herausforderung, da die Beweglichkeit seiner dominanten Hand eingeschränkt war. Da sein Finger noch nicht ganz verheilt ist, sind für Unternehmungen, die feines handwerkliches Geschick erfordern, andere Vorgehensweisen erforderlich. Der Grund dafür ist, dass sein Finger noch nicht verheilt ist. Die Gesundheit, die Familie und das öffentliche Leben von Conny Reimann im Jahr 2024. Es gibt viele Menschen, die sich fragen, was im Jahr 2024 noch mit Conny Reimann passiert, zusätzlich zu den Schlagzeilen über die Tragödie, die sich im Zirkus ereignet hat.
Obwohl er inzwischen 69 Jahre alt ist, begeistert der Reality-TV-Star die Zuschauer weiterhin mit seinen Familienabenteuern und seinem unternehmerischen Enthusiasmus. Es ist nicht wahr, dass Conny Reimann verstorben ist oder dass bei ihm Krebs diagnostiziert wurde, auch wenn im Internet einige diesbezügliche Geschichten kursieren. Es ist zweifelsfrei erwiesen, dass diese Behauptungen nicht der Wahrheit entsprechen. Die bekannte Fernsehpersönlichkeit ist immer noch bei guter Gesundheit und voller Energie, obwohl er an neuen Projekten arbeitet. Trotzdem hat er mit ein paar kleineren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Connys Teilnahme an einer Ess-Challenge führte dazu, dass er auf einem kürzlichen Campingausflug Verdauungsprobleme hatte, die in seiner Sendung dokumentiert wurden. Diese Probleme waren eine direkte Folge von Connys Teilnahme an der Ess-Challenge. Die Bewältigung einer 2,5 Kilo schweren Pizza mit 700 Gramm Käse und 12 Belägen war eine Herausforderung für ihn. Es fiel ihm schwer, mit der Pizza fertig zu werden. Nach 20 Minuten der 30-minütigen Herausforderung wurde Conny sehr blass und er gab schließlich auf und gab zu, dass ich danach ziemlich schlechte Laune hatte. Connys Hautfarbe wurde schließlich merklich blass. Obwohl Conny beim Fernsehen arbeitet, wächst die Zahl seiner Familie von Jahr zu Jahr. Die Nachricht, dass seine Tochter Janina ihr erstes Kind mit ihrem Ehemann Coleman erwartet, wurde in einer kürzlich abgegebenen Erklärung bekannt gegeben. Diese Umstände werden dazu führen, dass Conny und Manu zum zweiten Mal in ihrem Leben Großeltern werden. Während der Feierlichkeiten zum Muttertag kam die Nachricht, dass die Frau ein Kind erwartete, als sehr glückliche und unerwartete Überraschung. Während Janina ihr Essen in einem Restaurant genoss, bestellte sie ein Dessert mit der Aufschrift »Herzlichen Glückwunsch, Großmutter«. Als Manu das Restaurant betrat, war er etwas perplex, da er dachte, der Kellner hätte die falsche Bestellung gebracht. Manu war erleichtert, als er feststellte, dass die frohe Botschaft durch Janinas positives Nicken, das er bereits erhalten hatte, bestätigt wurde. Insgesamt 3 Enkelkinder hat die Familie Reimann von ihrem Sohn Jason bekommen, der bereits 2 Kinder mit seiner Frau Hunter hat. Die Reimanns haben 3 Enkelkinder und dies ist das 3., das sie haben. Die Reise der Reimanns durch die Welt des Fernsehens geht auch nach 20 Jahren weiter. Die neuen Folgen von Willkommen bei den Reimanns sollen ab dem 17. November 2024 immer sonntags um 15 Uhr auf Kabel 1 ausgestrahlt und auf Join gestreamt werden. So der festgelegte Zeitplan. Die Tatsache, dass sie ihre Medienreichweite durch die Produktion einer Spin-off-Serie erweitern, ist ein weiterer großer Schritt, um seinen Traum, Berufspilot zu werden, zu verwirklichen. Hat Janinas Ehemann Coleman vor kurzem seinen Job als Banker gekündigt und ist mit seiner Familie nach Portland, Oregon, gezogen. Dort lebt Janinas Familie schon seit einiger Zeit. Der Dokumentarfilm mit dem Titel Wir sind die Burnetts begleitet die Familie Burnett und ihr Abenteuer in seiner Gesamtheit. Zusätzlich wird die Serie ab dem 24. November um 15 Uhr auf Kabel 1 linear ausgestrahlt. Join wird die 6-teilige Serie ebenfalls zeitgleich mit dem Hauptprogramm starten. Trotz allem gibt es immer wieder Gerüchte, dass Conny und Manu einen weiteren Umzug planen könnten. Manu hat jedoch betont, dass es noch keine offiziellen Zusagen für einen Umzug gibt, obwohl die Zahl der Spekulationen über einen Umzug aufgrund mehrerer Reisen nach Costa Rica zugenommen hat. Ein Vermächtnis und die Lehren aus einem kühnen und aufregenden Leben. Conny Reimann hat seinen Platz in der deutschen Populärkultur auf eine Weise gefestigt, die weit über die traditionelle Bekanntheit hinausgeht, die mit dem Reality-TV verbunden ist. Sein markanter Schnauzbart, sein Cowboyhut und seine unverwechselbare Attitüde haben ihn in der ganzen Welt zu einer bekannten Figur gemacht. Trotz seines Alters von 69 Jahren reicht sein Einfluss weit über den Bereich der Unterhaltung hinaus, sowohl in Bereiche von kultureller Bedeutung als auch in Bereiche der persönlichen Inspiration. Dieser Ansatz umfasst zweifellos die Eigenschaften
die Conny Reimanns Bewunderer am meisten an ihm lieben. Ich träume nicht, ich mache einfach. Was so viel heißt wie, ich träume nicht, ich erfinde sie einfach. Die unnachgiebige Weigerung seiner Figur, sich nur etwas vorzustellen und stattdessen entschlossen zu handeln, verbindet die Zuschauer auf einer grundlegenden Ebene mit ihm. Aufgrund seines Erfindungsreichtums, seiner Ehrlichkeit und seines Wunsches, etwas zu unternehmen, was unmöglich zu erreichen scheint, wird er von seinen Fans auf einzigartige Weise bewundert. Das Buch Einfach machen wurde von den Reimanns im Jahr 2023 geschrieben und spiegelt dieses Ethos in seiner Gestaltung und seinem Inhalt wider. Es enthält Anekdoten über die Schwierigkeiten, auf die sie seit ihrer Übersiedlung in die Vereinigten Staaten gestoßen sind, sowie Empfehlungen, die die Leser anhand der von ihnen gegebenen Hinweise in die Tat umsetzen können. Die Tatsache, dass ihr Kernpublikum ihnen weiterhin die Treue hält, obwohl sie für ihre angebliche Unentschlossenheit in Bezug auf künftige Aktivitäten verurteilt wurden, lässt sich vielleicht durch die wirksame Kombination aus Erfindungsreichtum und praktischem Nutzen erklären, über die sie verfügen. Nach seinem ersten Auftritt im deutschen Fernsehen im Jahr 2004 bemüht sich Conny seit 2008 intensiv um eine bewusste Veränderung seines Medienprofils. Die Tatsache, dass er im Januar 2022 für die Fernsehsendung Willkommen bei den Reimanns zu Kabel 1 wechselte, ist ein Beleg für seinen hohen Marktwert im Laufe seiner Karriere. Connys Fähigkeit, seine Marke immer wieder neu zu erfinden und dabei seinen Kernwerten treu zu bleiben, ist das Wichtigste, was er tut, um in der Branche relevant zu bleiben. Durch die Tatsache, dass Conny diesen Punkt in seiner Karriere erreicht hat, hat sich sein Einfluss über die Sphäre der Unterhaltung hinaus ausgedehnt. Im Jahr 2011 erschien eine Publikation mit dem Titel Das Phänomen Conny Reimann, Starkult und Langzeitbeobachtung im Reality-TV, eine wissenschaftliche Untersuchung, die an der Universität Marburg durchgeführt wurde, führte zur Veröffentlichung dieses Buches. Aus diesem Grund sind die Reimanns mehr als nur eine Quelle des Humors. Sie sind vielmehr der Inbegriff eines gewissen kulturellen Austauschs zwischen Deutschen und Amerikanern. Der Weg der Reimanns von ganz normalen Hamburgern zu weltweit bekannten Figuren ist ein einzigartiges Prisma, das Fans und Wissenschaftler gleichermaßen nutzen können, um die Konzepte von Emigration, Neuerfindung und Unternehmertum in modernen Medienkontexten zu analysieren. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass der bemerkenswerte Weg, den Conny Reimann von seinem Beruf als Elektriker in Hamburg bis hin zu einer weltweiten Fernsehberühmtheit zurückgelegt hat, mehr als nur den Bereich der Unterhaltung widerspiegelt. Die Abenteuerlust, die sein Leben seit mehr als 7 Jahrzehnten prägt, zeigt Conny auch nach einem Rückschlag im Zirkus. Trotz der Tatsache, dass er in verschiedene Länder gereist ist, hat er es geschafft, sein eigenes Ich zu bewahren und gleichzeitig seinen amerikanischen Traum von Grund auf aufzubauen. Interessant ist auch seine Philosophie. Ich träume nicht, ich mache einfach, in die Millionen von Menschen anspricht, die seinen pragmatischen Ansatz zur Bewältigung von Herausforderungen bewundern. Obwohl er 69 Jahre alt ist, bleibt er in einer sich ständig weiterentwickelnden Medienwelt immer noch aktuell. Diese Fähigkeit zum Durchhalten ist der Grund dafür, um die unerbittliche Hartnäckigkeit zu demonstrieren, die ihm den Beinamen Deutschlands berühmtester Auswanderer eingebracht hat, hat er die Fähigkeit bewiesen, sich an neue Situationen anzupassen, sei es beim Wechsel zwischen Netzwerken, bei der Gründung neuer Unternehmen oder bei der Genesung von Verletzungen. In erster Linie überschreitet die Geschichte der Familie Reimann die Grenzen des traditionellen Reality-Fernsehens. Im Laufe ihrer Reise erhalten die Zuschauer echte Einblicke in die kulturelle Anpassung von Einzelpersonen, in die geschäftlichen Aktivitäten von Einzelpersonen und in die Dynamik von Familien in unterschiedlichen Kontexten. Es gibt kein anderes Vermächtnis, das sich mit dem vergleichen lässt, das die Reimanns hinterlassen haben,
Es ist es wert, sowohl wissenschaftlich untersucht als auch vom Publikum geschätzt zu werden. Zu diesem Vermächtnis gehört die Entwicklung ihres hawaiianischen Paradieses ebenso wie der Bau von Coney Island im Bundesstaat Texas. Im Grunde ist das Leben von Conny Reimann ein Beispiel dafür, dass gewöhnliche Menschen Außergewöhnliches leisten können, wenn sie den Mut und die Ausdauer dazu haben. Seine handwerklichen Fähigkeiten wurden durch den Unfall, der sich vor nicht allzu langer Zeit im Zirkus ereignete, zwar vorübergehend eingeschränkt, aber sein unverwüstlicher Geist wurde dadurch in keiner Weise gebrochen. Connys Wirkung auf die deutsche Populärkultur wird wohl noch viele Jahre zu spüren sein. Denn neue Folgen von Willkommen bei den Reimanns stehen in den Startlöchern und seine Familie wächst weiter. Lection. Auch mit 69 Jahren inspiriert Conny Reimann Millionen von Menschen durch seinen unermüdlichen Lebensstil und die klare Vermittlung seiner Grundwerte. Bemerkenswert ist nicht nur, dass er als Fernsehikone arbeitet, sondern dass Conny sein eigenes Leben in eine Propagandasprache über Freiheit, Entschlossenheit und Anpassungsfähigkeit verwandelt hat. In einer Reality-TV-Landschaft, die oft als zu strukturiert oder zu wenig tiefgründig kritisiert wird, wirkt Reimanns Reise einzigartig authentisch. Die Zuschauer verfolgen nicht nur das Leben einer deutschen Familie in den USA, sondern erleben eine komplette Transformation, vom Start mit nichts bis zum Aufbau von Coney Island und der Schaffung einer lebendigen, persönlichen Marke. Von Texas bis Hawaii ist jede Veränderung ein Beweis für sein Lebensmotto: einfach machen. Es ist dieser Mythos, der nicht nur das Publikum, sondern auch Wissenschaftler, Journalisten und Geschäftsleute angezogen hat. Nicht jedem gelingt es, sein Heimatland zu verlassen und neu anzufangen. Vor allem nicht in einer völlig fremden Umgebung wie Amerika. Conny und seine Frau, Manu, haben es jedoch nicht nur einmal, sondern im Laufe von fast 2 Jahrzehnten viele Male geschafft. Jeder neue Schritt ist mit Risiken, aber auch mit Chancen verbunden. Und es ist die Entschlossenheit im Handeln, die ihm hilft, alle Hindernisse zu überwinden. Es ist unmöglich, die Rolle von Manu in diesem Prozess zu erwähnen. Als treue Gefährtin hilft sie nicht nur, das Feuer der Familie unter Kontrolle zu halten, sondern wird auch zu einer kompetenten Partnerin bei allen Plänen zum Bau eines Hauses. Ihre Verbundenheit ist ein wichtiger Teil des Reizes der Sendung Willkommen bei den Reimanns. Es ist nicht nur eine Fernsehsendung, es ist eine Geschichte von Liebe, Unterstützung und Loyalität, die die Zeit überdauert. Connys kürzlicher Unfall während einer Zirkusvorstellung hat seine Fans beunruhigt. Anstatt jedoch die Öffentlichkeit über seinen Gesundheitszustand zu informieren, entschied er sich, ihn schnell mit den Medien zu teilen. Für viele war dies ein rührender Moment, um das Schweigen zu brechen. Ein starker Mann, der immer unbesiegbar schien, ist jetzt nicht mehr so stark, sondern erhält die Raffinesse des Alters und der Mechanik. Gleichzeitig bekräftigte er aber auch seine Entschlossenheit, nicht aufzugeben, und festigte damit einmal mehr das Bild eines Mannes, der sich nicht von Widrigkeiten unterkriegen lässt. Neben dem Fernsehen hat Conny auch im kommerziellen Bereich seine Spuren hinterlassen. Er hat seine eigene Modelinie herausgebracht, an Kampagnen zur Förderung des Tourismus teilgenommen und wurde kürzlich eingeladen, auf Seminaren über Unternehmertum und positive Lebensführung zu sprechen. Mit fast 70 Jahren würden sich viele Menschen zur Ruhe setzen. Aber für Conny ist das Leben eine Reihe von Projekten, die nie enden. Für die jüngere Generation, vor allem für die Deutschstämmigen, die im Ausland leben oder einen anderen Lebensweg suchen, verkörpert Conny Reimann den Geist von gewöhnlichen Menschen, die außergewöhnliche Dinge tun. Er predigt nicht und gibt keine leeren Ratschläge, stattdessen lebt er als Beweis dafür, dass alles möglich ist, wenn man denkt und handelt. Seine Hartnäckigkeit beim Aufbau seines Images und seine unermüdliche Kreativität haben Conny zu einer seltenen Ikone des Reality-Fernsehens gemacht, der es gelungen ist, die Grenzen seines Mainstream-Mediums zu überwinden. Er ist zu einem kulturellen Phänomen geworden, das in akademischen Studien analysiert wurde
während er als Person des öffentlichen Lebens dennoch nahbar und bodenständig bleibt. Rückblickend auf seinen Weg erzählte Conny einmal: Ich hatte nie vor, eine Berühmtheit zu werden. Ich wollte nur mein eigenes Leben leben, aber es sind seine Einfachheit und die Konsequenz seiner Ideale, die ihn zu einer der inspirierendsten Persönlichkeiten im modernen Deutschland gemacht haben. Und vielleicht ist das der größte Schock, den er mit 69 Jahren ausgelöst hat. Nicht wegen einer schockierenden Enthüllung oder eines schockierenden Skandals, sondern weil er in einer immer unbeständigeren Welt immer noch seinen Lebensweg verfolgt, ein Akt des Widerstands, aber ein kraftvoller. Jetzt, da Conny Reimann sein Schweigen gebrochen hat, sagen Sie es uns in den Kommentaren. Soll er sich endlich aus dem Fernsehen zurückziehen und in Frieden leben, oder soll er weiterhin seine Reise mit der Welt teilen? Wenn Sie Connys Reise respektieren, gefällt Ihnen dieses Video? Abonnieren Sie weitere exklusive Geschichten über Ihre Lieblingsikonen, denn manchmal ist das wahre Drama das, was Sie nie vor der Kamera gesehen haben. Conny Reimann kann 69 sein, aber er ist noch nicht fertig mit seinen Überraschungen.